Allez, Encore une fois, une petite marche, oui. une petite marche de la Possession à Saint-Denis. Dann kann ich mich schon mal wieder darauf vorbereiten, dass es hier gleich wieder hochgeht. Oh Mann. Let me tell you a story. Viertel nach 6. Ich esse mein Porridge, weil es geht auf Wanderung mit Janik. Und heute machen wir den Sklavenweg, den Sklaven angelegt hatten. Muss gleich los. Und dann bin ich mal gespannt. Also fit bin ich, habe auch alles gepackt. 5:30 aufgestanden, damit ich keinen Stress habe. Ich muss jetzt im Hintergrund, es wird schon hell. Wobei es in der Kamera heller ausschaut, als es ist. (20 nach 6). Ich muss los. So, wir sind jetzt in Possession und laufen los. Allez, Encore une fois, une petite marche, oui. une petite marche de la Possession à Saint-Denis. Mais ce n'est pas une mini-balade, non. C'est une marche, une bonne marche aujourd'hui pour préparer la marche du Vendredi. de Maïdo et de Grand Bénard. Ok, pour moi. Mercredi, oui. Mercredi. Hier sieht man auch, wie der Garance reingehauen hat. Ja, von Sklaven erbaut. Keine 5 Minuten und ich bin schon wieder ganz fertig. Im Hintergrund hört man die Route Littoral, aber bald auch das nicht mehr. Wir sind bald oben, Gott sei Dank. Dann ist der erste grobe Anstieg geschafft. Das ist halt immer heftig für mich, wenn ich von 0 auf 100 gehe. Und wir haben gerade den Puls verglichen. Ich war jetzt bei 160 und Janik war bei 83. Also ich bin fast doppelt so hoch. Aber ich merke, dass die Fitness steigt, weil wenn ich anhalte, geht der Puls ganz, ganz schnell wieder runter in normale Bahnen. Tja, dann wirst du halt die ganze Zeit überholt. Aber das ist okay. Und es gibt Leute, die laufen tatsächlich barfuß. Das ist echt abgefahren. Hallo, Achatschnecke. Escargot. Kommst du aus unserem Garten? Ich glaube nicht. Ja, hier ist aber auch ein schönes Plätzchen, gell? Schauen wir doch mal. Wow. Da unten ist das Meer und wir kommen von da. Première fois, il revient là depuis Cyclone. Okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen klettern. Attention, ça glisse, Franck. Aber da drüben geht es dann weiter. Okay. Da hinten geht es dann wieder hoch. Ja, Garance hat das Land so überflutet, dass sogar hier auf den Bergen immer noch überall das Wasser austritt, abfließt. Ist natürlich insgesamt super für den Wasserhaushalt der Insel. Jetzt nicht ganz so toll fürs Laufen. Sieht auch, dass es ausgeschwemmt ist.
Das war ja hier vorher auch Stein an Stein, alles von den Sklaven erbaut. Und ja, man muss schon aufpassen, weil es ist auch darüber hinaus recht rutschig. Ja, jetzt geht's runter. Dann geht's auf der anderen Seite wieder hoch. Und hier joggen immer wieder Leute vorbei. Ich bin wirklich fasziniert. Das sind auch alte. Und teilweise sind es dann mehrere und die unterhalten sich auch noch. Und das auch noch bergauf. Also das ist für mich fast unbegreiflich. Aber gut, da komme ich auch noch hin. Aber der Puls, der geht dann schon immer wieder ganz gut runter, wenn es bergab geht oder ich auch ganz normal dann laufe. Aber am Berg ist es der Kilo. Es geht wieder mal bergauf. Ah ja, aber gut. Da kommt jetzt gleich wieder ein Jogger. Die sind komplett irre. Bonjour. Die Mädels. Herrgott, zack. Janik, ich höre ihn da oben. Der unterhält sich wieder. Der kennt jeden Zweiten, der hier lang kommt. Ach, gut. Gehen wir mal weiter. Aber es ist einfach traumhaft hier. Da wieder die Joker. Die blühen jetzt. Man hört auch überall die Bienen. Janik ist außer Sichtweite. Außer Sichtweise. Nein, außer Sichtweite. Aber immerhin ist es mir gelungen, eine Rentnerin, vielleicht mit ihrer Tochter oder so, zu überholen. Es ist so geil. Aber der Puls ist bei 160, das passt schon. Ah, ich sehe ihn. Er sitzt und wartet auf mich. Das freut mich. Da ist er. Oh. Ton Puls? 99. 99. 99. Oh, 161. La Grande Chaloupe? Ouais, en chaloupe. Chaloupe. Là. Et nous descendons et descendons là-bas et monter encore une sur fois. la montagne là-bas. Oui, On a des Anglais. oui. Ja, immer bergab. Und dann geht es natürlich dann auch wieder hoch. Aber wir haben jetzt so ungefähr dann, wenn wir unten sind, glaube ich, so fast schon die Hälfte. Es ist jetzt 9. Das heißt, wir sind so etwas mehr als 1,5 Stunden unterwegs. Oh, das müssen wir wieder hoch auf der anderen Seite. Janik hat gerade gesagt, dass das auch vor dem Garance hier alles ganz eben war. Und klar, durch die Wassermassen hat es das alles aufgerissen. Also das wird noch ewig dauern, um das wieder herzurichten. Und so ist es natürlich dann auch anstrengender zu laufen, weil du musst echt aufpassen, wo du deinen Schritt setzt. Und insofern ist es dann da auch nicht ganz so einfach zu filmen, weil man nicht auf die Kamera gucken kann und gleichzeitig, wo man hintritt. Insofern mache ich jetzt auch wieder aus. Ja, auch Aufräumarbeiten
nach Garance. Also überall sind die am Wursteln. Ich habe es ja schon in dem einen Video gesagt, hier bei uns an der Rampe und auch sonst vorher schon nach 3 Tagen die Straße zu uns zum Colorado hoch. Und der Janik, der kennt halt einen Haufen Leute. Ein Haufen Leute kennen ihn. Und der kam, glaube ich, auch von La Montagne, ist rübergelaufen nach Possession und läuft jetzt wieder zurück. Wie wenn die sich überhaupt nicht bewegt hätten. Das ist echt irre. Ja. On surveillait pour les bateaux qui arrivaient, Oui. on mettait les gens en quarantaine. Von 1860 bis 1865 wurden auf der Grande Chaloupe eine Anlegestelle, Schlafsäle, ein Krankenhaus und verschiedene Nebengebäude unweit der Küste auf beiden Seiten der Schlucht errichtet. Die Quarantänestation war einfach eine Reaktion auf die Angst davor, dass über die Vielzahl von Arbeitskräften aus vielen Ländern Epidemien eingeschleppt werden könnten. Der Platz für diese Quarantänestation war gut gewählt, denn in diesem tiefen und abgelegenen Tal lassen sich natürlich die Ankommenden gut überwachen und kontrollieren. Und so wurde dieser Platz für Tausende von Menschen der erste Aufenthaltsort auf La Réunion. Und es gab ja früher auf Réunion eine Bahnstrecke und da sieht man noch einen Rest. Da hinten sieht man noch die, ich weiß nicht, war das eine Schmalspurbahn? Ich kenne mich da nicht so aus. Ich war nie ein. Bonjour. 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 Ach, sind die cool, die Autos. Wow. Das ist noch eine richtige Dampflok. Der alte Herr bereitet alles vor, weil morgen ist Eröffnung wieder von der Ausstellung. Aber da sind wir unterwegs. Jo, da geht's hoch. Wenn ich so für mich laufe, Schritt für Schritt, dann hat es schon auch was von der Meditation. Ich darf nicht zu schnell gehen, damit ich nicht außer Atem komme. Und dann wird es irgendwann ja auch eine Qual. Sondern einfach gehen, atmen, gehen. Und sonst ist da nichts mehr. Das ist das Schöne, das genieße ich so wahnsinnig. Jetzt hört man im Hintergrund natürlich noch die Straße. Aber wenn wir dann oben sind, ist die auch wieder weg. Und dann hört man nur noch die Vögel. Ist auch kein Wind heute. Ja, das ist schon super. Im Hintergrund wieder Le Parc. Da sind wir jetzt von da unten schon wieder hochgekommen. Schrauben uns den Berg hoch. Ich wurde überholt. Und bis hierher waren wir schon mal gekommen während unseres Urlaubs 22. Weil ich erinnere mich hier, da sind wir aber gelaufen von La Montagne aus. Und hier ist dieses Mahnmal, dieses Grabmal, Erinnerungsmal, Denkmal für die ganzen Gestorbenen, die das hier mit ihren bloßen Händen erschaffen haben. So, jetzt sind wir langsam wieder oben, etwas über 15 Kilometer. Es ist 10:45, 3,5 Stunden. Und ja, wir sind zufrieden. Da hinten ein Schiff
Ah, das liegt da. Est-ce que c'est Saint-Bernard ou Rousseau Blanc? Saint-Bernard. Saint-Bernard. So, jetzt laufen wir rüber auf der Straße nach Rousseau Blanc. Jetzt sind es mittlerweile 17 Kilometer. Also wir haben jetzt schon 2,5 mehr wie bei unserem Petit Ballade. Den verlinke ich auch noch mal hier. Ich denke, guck mal, da hinten geht es jetzt runter dann zu ihm. Weg von der Straße ist immer schöner. Jetzt mache ich lieber aus, jetzt wird es etwas steiler. Und ein kleiner Jogginglauf. Ich hoffe nicht, dass wir noch mal irgendwo hoch müssen. Und auch das ist dann wieder so eine Teilstrecke vom Grand Rede. Das heißt, die laufen dann nicht da lang, sondern hier runter, wo wir auch weitergehen. Jetzt geht's ums Laufen. Ach, okay. Und die Brücke hat es auch weggehauen vom Zyklon. Emporté par le cyclone. Oh, oh, oh. Ouais. Nach der kurzen Jogging-Einlage bergab ist es klar, dass es auch wieder bergauf gehen muss. Aber wir sind bald beim Janik und dann haben wir es für heute. Dis-moi. 4h20. 20 km 400. Wow. 4h20. Bist du zufrieden? Okay pour vous? On a bien marché. C'est Bien ok. marché? Oui. Toi aussi. T'as mieux marché que la fois dernière. Oh, merci beaucoup. C'est bien.